direkt mit Tag 2 und das liegt daran, dass die Passkontrolle am New Yorker Flughafen doch etwas länger gedauert hat als gedacht. Wenn ihr also das erste Mal in New York seid, beziehungsweise in Amerika, so wie ich das war, dann rechnet mindestens mit 1 Stunde Aufenthalt am Flughafen, denn so lange braucht ihr bei der Passkontrolle. It is the silence of snow slowly falling. The children of Mary from the poetry of Brenda Lanty, Poet's House. Ich bin jetzt heute den ganzen Tag in New York einfach nur spazieren gegangen und habe alles so auf mich wirken lassen. Vor allem in der Rush Hour mal mitzufahren ist auch eine tolle Erfahrung, weil dann fühlst du dich nicht mehr als Tourist, sondern eher als Einheimischer, weil du jetzt mal mit auf die Arbeit fährst. Ich sitze hier gerade in so einer Ecke am Hafen und kann es immer noch nicht glauben, dass ich in New York bin und ich glaube, das dauert noch eine Weile, ehe ich so wirklich realisiere, dass ich hier da bin. Und ich sehe schon ein bisschen fertig aus, weil ich warte noch auf den Regen. Es wurde den ganzen Tag Regen angesagt, starker Regen, 90%. Weshalb ich mich hier so in Manhattan so aufgehalten habe, um dann ins Museum zu gehen, wenn es anfängt zu regnen. Aber ist nicht. Wobei zum Glück halt, es ist halt einfach nur bewölkt und der Regen lässt noch auf sich warten. Ich habe ja damals selbst die Anschläge live im Fernsehen gesehen, als es am 11. September 2001 war. Von daher war das für mich ein sehr komisches und bedrückendes Gefühl, als ich dann vor Ort war und an diesem Ort, wo ja damals die Twin Towers standen und dann auch noch die
Überreste zu sehen und die ganzen Bilder, die Mitschnitte von den Flugzeugaufnahmen und von den Notrufen und alles und von den Familien, die auf den Anrufbeantworter gesprochen haben, die sich im Tower befunden haben. Das war sehr, sehr bedrückend und mitfühlend. Von daher wünsche ich mir, dass das Memorial und auch das Museum nicht als Sehenswürdigkeit an sich gesehen wird, sondern eher als ein stiller Ort der Trauer. Denn das habe ich vermisst, als ich vor Ort war. Ich habe so viele Touristen gesehen, die da schnell da waren, um Bilder und Videos zu machen. Ich habe kaum Personen gesehen, die mal in sich gegangen sind und an die Opfer gedacht haben. Weiter geht es mit Tag 3 und auf dem Plan steht der Rockefeller Center, St. Patrick Kathedrale, der Central Park mit der Roosevelt Island Bahn zur Insel und zu guter Letzt das Grand Central Station. Ihr dürft gespannt sein. Jetzt kommen wir zu einem meiner Highlights, und zwar ist es die Vogelperspektive über New York. Und da nehme ich euch jetzt komplett mit, ungeschnitten. Viel Spaß!
There's a gas leak in North Town and they can't seem to fix it up, so they call you on Monday morning. You've been working 2 jobs, still bills are stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough, money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough, nothing's ever enough. Oh, and it's all going faster, you can't get a hold of things and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that, no, you just can't believe that. Well, it feels like the world is against you somehow, and your wheels just keep on spinning. Think you promised yourself once that it'd all be worth it. Now you're doubting your ambition. You've been working 2 jobs, still bills are stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough, money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough, nothing's ever enough. Oh, and it's all going faster, and you can't get a hold of things and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that, no, you just can't believe that. Ooh, you just wanna be happy, wild and young and free. You just wanna be everything you intended to be. While it's all going faster, and you can't get a hold of things, and you're longing and searching. Wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, hat sich mein Yeah, ich bin in New York Gefühl immer noch nicht gezeigt, weshalb ich auch nicht so oft vor der Kamera war, sondern eher hinter der Kamera. Aber auch in diesem Moment wollte ich euch mal zeigen, weil es nützt ja nichts, wenn man immer nur das Schöne und Positive zeigt, sondern auch mal ja, in Anführungsstrichen negativen Seiten. Also das war jetzt nicht so schlimm negativ, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf dieser kleinen Insel immer hin und her gelaufen bin und mir so gedacht habe, hey, was ist los? Warum hast du nicht dieses Yeah-Gefühl wie damals in London? In London bin ich gerade mal aus der U-Bahn-Station rausgekommen, beziehungsweise aus dem Bahnhof rausgekommen und war sofort so, wow, ab der ersten Minute an. Und in New York Tag 3 und es ist immer noch nicht so, wow, ich bin in New York, obwohl das schon so lange auf meiner Liste stand. Und irgendwie hat mich das so sehr beschäftigt, dass ich das irgendwie nicht so genießen konnte und mir immer wieder die Skyline aus verschiedenen Perspektiven angeguckt habe und mir dachte, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung aus den Filmen, die ich gesehen habe. Irgendwie war das alles heller, freundlicher, bunter. Aber na gut, es lag ja auch am Wetter. Ihr seht es ja selbst, es ist einfach grau in grau. Und dieses Grau in grau
hat mein Gemütszustand ein wenig runtergefahren. Aber naja, Tag 3 und ein paar Tage haben wir noch vor uns. Vielleicht kommt ja noch dieses Bam-Gefühl. Wir werden es sehen. Wenn nicht von dieser Perspektive aus, vielleicht von einer anderen Perspektive und mit einem besseren Wetter. Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Däumchen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich ebenfalls ganz, ganz dolle. Und ja, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann klickt auf den Abo-Button, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!